Mitten in der Rückrunde geht es weiter um wichtige Punkte für das internationale Geschäft. Heute gegen den VfL Wolfsburg, schwieriger Gegner zu bespielen. Die haben immer so ein 4-3-3 Pressing-Gedöns, wird also nicht ganz so einfach. Aber mit unserer Mannschaft hier diese Saison, da ist auf jeden Fall einiges drin. Ja, nebenbei läuft ja meine Europameisterschaftsprognose. Da habe ich schon die ersten 2 Spieltage hochgeladen. Könnt ihr euch natürlich gerne reinschauen. Die anderen Folgen werden natürlich jetzt nach und nach erstmal aufgenommen, dann auch geschnitten und so weiter und so fort. Also da wird auch während der Europameisterschaft noch ein paar Prognosevideos folgen. Von daher bleibt da auf jeden Fall dran. Daneben Formel 1, die Eintracht-Karriere. Also es ist momentan, glaube ich, ein bisschen mehr wieder auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Und ich hoffe, für jeden Zuschauer ist da irgendwas in irgendeiner Form mit dabei. Sei es Formel 1 oder die Prognose. Und deswegen freue ich mich immer gerne, wenn ihr hier aktiv dabei bleibt. Daumen nach oben da lassen, kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. So, und jetzt der volle Fokus hier auf Wolfsburg. Das ist nämlich auch mal so eine kleine Wundertüte. Mal kannst du richtig gut aussehen, mal kannst du aber auch so hier loslegen. Achtung, erste Parade von Urbich. Die pressen vorne mit 3-4 Mann und dann müssen wir halt versuchen, dieses schnelle Umschalten, ne, unsere schnellen Leute vorne irgendwie reinzukriegen in die Partie. Jetzt zum Beispiel Nusa, jetzt ist aber niemand in der Mitte. Da fehlt halt mal so ein Glatzel, ne? Ah, gut, wäre rangekommen, aber immerhin mal den Eckball. Den Glatzel kriege ich leider noch nicht so rein in unsere Mannschaft, wie ich das gerne hätte. Also ich habe mir da ein bisschen mehr auch erhofft. Klar ist das immer schwer, wenn du nur einen Stürmer für ein halbes Jahr holst, den irgendwie vernünftig hier reinzukriegen. Aber er kann ja trotzdem mal irgendwie seine Spuren hinterlassen. Und es gibt Elfmeter! Oha! Muss ich mir rot im Kalender anstreichen. Es gibt einen Elfmeter für uns. Nach Foul an Olaru von Jens. Naja, im Prinzip ist das auch so ein Elfer wie die ich immer gegen mich kriege. Ich habe schon geschossen. Der Gegner fährt einfach nur das Bein aus. Egal, nehme ich aber auch entgegen. Das wäre jetzt mal die Chance für Glatzer. Wir machen das mit Forbes. Wir jagen den jetzt oben rechts unter den Giebel oder auch nicht. Forbes rettet den. Beziehungsweise Forbes verschießt den. Ob Glatze den ja gemacht hätte, weiß man natürlich nicht. Schade. Gute Chance. Elfmeter verschossen. Der Eckball kommt. Über Kempf und Serda. Ja, das sind halt so Chancen. Aber gut, da mache ich ihm gar keinen Vorwurf. Ich hätte auch überall anders hinschießen können. Der hätte den wahrscheinlich auch da gehalten. Je nachdem, wer da hinten drin steht. Ob das Kuhn Castells ist. Nee, glaube ich nicht. Aber irgendein anderer Keeper. Maximiano. Okay, gerade gesehen. Oh, was machen denn die Wolfsburger da? Ganz, ganz viel Risiko. Wir machen also auch Druck vorne. Das ist gut. Es hilft ja auch. Wir brauchen halt auch nur ab und zu das Glück, dass halt auch mal so ein Ball zu uns springt. Oben die Gladbacher immer noch sensationell mit den Leverkusenern. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Bei uns entwickelt sich jetzt vielleicht erstmal eine Chance vorne. Aber wir kriegen Glatzel halt nicht in die Partie. Jetzt müssen wir hier weiterhin unsere Verteidigung dicht halten. Aber die Wolfsburger überrennen uns jetzt hier mit Kaminski. Achtung, spitzer Winkel. Das ist eine muntere Partie hier. 20 Minuten, geht gut los. Oder geht gut vor beiden Toren ab, würde ich fast sagen. Chance Nusa. Oh, böser Schnitzer. Nee, da hätte ich doch den Aufbau lieber mal anders machen sollen. Wieder Wolfsburg. Ich will hier nicht reingehen in die Zweikämpfe, weil es gibt direkt Elfmeter. So, jetzt aber Nusa. Mit der Chance gegen Gomez. Und der hat jetzt die ganze rechte Seite, wenn er denn hier im Spiel drinne bleibt gegen Mähle. Oh, ist der wirklich so schnell? Ich hatte Mähle nicht so schnell in Erinnerung. Aber gut, wenn dem so ist, aber wir haben ihn ja schon wieder. Und jetzt wieder Glatze. Einer seiner vielen Versuche hier mal irgendwas zu machen. Gegen Dortmund hat er auch viele Chancen gehabt, aber auch viele Chancen leider verschossen. Vorm Tor, glasklare Chancen drüber geballert. Obwohl ich das gar nicht verstehe. Und dann natürlich der Elfmeter, der schon verschossen wurde. Das war eigentlich auch eine 110-prozentige, den muss man machen. Kaminski zieht nochmal an. Brabeck ist da, kann ihn nicht klären. Und jetzt wird er gleich hinten drinnen landen im Tor. Urbich, was macht er denn? Ach, und dann kommt das auch noch mit dazu, ey. So ein katastrophaler Torwartfehler. Hat bislang richtig gut gehalten. Einer unserer stärksten Leute. Und dann macht er so einen Bock, ey. Dann schießt er einfach so einen Bock, warum auch immer. Da hätte ich den Ball schon klären müssen. Und dann hier, der war auch nicht abgefälscht, ne? Der war... Ich weiß nicht, was er davor hatte.
Ja, irgendwie war er auf dem Weg ins andere Eck. Und dann auch noch mit der übergreifenden Hand. Ich weiß, das passt mal überhaupt gar nicht zusammen. Und Gerhard, na, immerhin sein zweites Tor. Nicht sein erstes gegen uns. Naja, das ist es halt nun mal. Der Rückstand. Und das ist schwer, gegen Wolfsburg dann noch einen Rückstand aufzuholen. Aber wir geben trotzdem nicht auf. Wir haben ja gerade mal eine halbe Stunde erst gespielt. Wir haben noch viel Zeit, das Ding zu drehen. Und das ganze Problem jetzt mal im 4-2-3-1 und mit Oladu, ja, oh, ähnlich wie Urbich ist Maximiano da auf dem Weg ins andere Eck gewesen. Hätte also auch genauso gut ein halbes Eigentor werden können. Bradley Serda, Busio, wo ist einer? Hinten Forbes läuft ein. Oh, und dann kriegt er den nicht. Wieder an Freund und Feind vorbei, diese Flanken. Unfassbar schlecht. Und dann führt Wolfsburg, wissen gar nicht warum so richtig. Also, ja, so ein, zwei gefährlichere Szenen, die auch Urbich dann halten musste. Aber ansonsten hatten wir halt die größte Chance durch den Elfmeter. Oh, oben. Forbes, kriegt er den da hin? Ja. Scheint also, als ob wir in 4-2-3-1 ein bisschen Überzahl haben. Und dann muss der Ball natürlich auch vorne schneller gespielt werden. Das ist halt aber auch wieder ein Nachteil, wenn halt so einen Stürmer hast und nicht, keine Ahnung, so wie in meiner alten Karriere Boniface oder Larsen oder so, die hätten das vielleicht ein bisschen schneller hinbekommen. Nächste Chance. Aber ein bisschen weiter vorbei. Ich glaube, das 4-2-3-1, das könnte es vielleicht heute werden. Wir kommen ja eigentlich relativ geschmeidig durchs Mittelfeld. Dann haben wir halt auch Platz, aber dann müssen wir halt auch die Bälle besser spielen auf Glatzel. Das ist halt dann leider das Problem. Dass die Bälle nicht genau genug gespielt sind und gespielt werden und dann sieht es halt so aus, wie es leider aussieht. Nochmal eine Chance für den VfL. Vor der Pause, aber da wird nichts mehr anbringen. Nee, also leider der Rückstand, 1:0. Wie gesagt, das war ein krasser Torwartfehler, das kann passieren. Überhaupt gar kein Problem, wir haben jetzt noch genug Zeit, das aufzuholen. Aber der Elfmeter natürlich, der muss rein. Aber auch da, jeder andere Spieler hätte den verschossen und egal in welches Eck ich geschossen hätte, den hätte er nicht gemacht. Den hätte Maximiano gehalten. Das ist halt vom Spiel so gewollt. Das ist wieder so eine typische These oder so ein typisches Ding bei EA, dass du halt in gewissen Situationen einfach nicht treffen darfst. Weil da halt irgendwas anderes vorher berechnet wurde. Oder habt ihr ein anderes Argument? Oder irgendwie eine andere These? Ich weiß es nicht. So, jetzt mal gucken hier, wie wir das hinten rausspielen. Und wenn wir das in Ruhe spielen, dann haben wir auch vorne Platz. Dann haben wir auch die Umschaltmöglichkeiten, die Räume. Musa, ich glaube abseits, ne? Ah, Mist, wieder eine Sekunde zu spät wahrscheinlich gespielt. Schade, der Laufweg war genau richtig. Alles gut gemacht, es hing leider nur an der Passgeschwindigkeit, ja. Eine Sekunde wieder zu spät, sonst wäre Nusa durch gewesen. Auf dem Weg vielleicht zum 1:1, wer weiß es schon. Und vorne Glatzel, der läuft sich halt die Füße wund. Wir müssen hier im Pressing müssen wir irgendwie Zugriff finden. Hier spätestens im Mittelfeld durch Oladu, durch Forbes, durch wen auch immer. So, Baku hier. Das haben wir eigentlich gut im Griff. Oh, jetzt mal schön geklärt. Und vorne Glatzel setzt sich mal durch. Das war sehr wichtig. So, und jetzt Forbes. Komm, geh. Und Glatzel läuft direkt mit. Dann kriegt er den Ball oder er macht's alleine. Forbes macht's nicht alleine. Glatzel. Oh, ich hätte es alleine machen sollen. Ich hätte es einfach alleine machen sollen. Was mache ich denn da? Ich habe aber gedacht, der kommt rüber. Deswegen wollte ich das so ausspielen. Aber der Laufweg war auch scheiße von Glatzel. Um mal ehrlich zu sein, das muss Abseits sein. Das ist kein Abseits. Lol, da sind wir doch rechtzeitig rausgerannt. Jetzt gibt es wahrscheinlich gleich das zweite Tor. Weil wir das so schlecht vorher verteidigt haben. Czerny, nein, da darfst du kein Elber pfeifen. So. Aber wir haben jetzt die Chance. Wir haben auch die Räume. Glatzel, Oladu und jetzt vorne Forbes gegen Jens. Da ist Forbes locker schneller. Aber es ist niemand da. Es ist niemand, der irgendwie Serda unterstützt oder vorne. Glatzel fehlt einfach als zentraler Stürmer. Vielleicht ja jetzt. Da ist er! Und das muss er auch machen. Das sind die Chancen. Das war die 110%ige Chance, den zu machen. Das ist ein einfacher Kopfball aus 7, 8 Metern und den nicht mal aufs Tor zu kriegen, das ist schon bitter. Also ich möchte den nicht als Flop hier bezeichnen, weil dafür sind halt einfach auch erst oder schon 5 Spiele gespielt. Das ist jetzt sein 6. Spiel.
Aber ich muss das einfach erwarten können, dass der mindestens aufs Tor kommt. Der muss ja nicht, oder im besten Fall muss er reingehen, aber dass er halt vorbeiköpft, so 3-4 Meter, das ist halt wirklich schlecht. Aber gut, man kann nicht mit jedem Transfer Glück haben. Es gibt auch Spieler, die funktionieren halt einfach nicht oder mit denen funktioniert es weniger gut. Das hat man immer mal. Vielleicht belehrt er mich noch eines Besseren in der Saison oder in der Rückrunde und schießt uns, keine Ahnung, ins Finale, ins Pokalfinale zum Beispiel. Das spielen wir auch, glaube ich, gegen Wolfsburg. Und auch zu Hause. Also haben wir bald wieder die Chance, uns hier zu revanchieren. Jetzt haben wir nochmal die Chance hier, vielleicht das 1-1 zu schießen über Busio. Mann, Weitschuss. Ja, Maximiano. Es tut mir leider leid, ich muss das Latzel rausnehmen. Also, ich weiß mir sonst nicht anders zu helfen, hört sich irgendwie doof an. Wir bringen mal Ragnar Ache rein und Guzman. Und nochmal ein Jinma für den Flügel. Ja, einfach nochmal frische Kräfte, ne? Einfach nochmal ein frischer Mann. Der Elfmeter war gar nicht so scheiße geschossen, sehe ich gerade. Aber wenn du halt Maximiano hinten drin hast, dann machst du nix. So, pass auf, ey. Erste Aktion, Ragnar Ache, Tor oder ein Jinma. Ein Jinma ist da und Ache wäre vorne gewesen. Nochmal der Rebound. Mal gucken, Ache mit seiner Sprungkraft. Vielleicht hätte er den besser aufs Tor bekommen. Ich weiß es nicht. Das ist immer hinterher leichter gesagt, dass er den gemacht hätte. Vielleicht wäre es ja aber auch gar nicht so gekommen. Weiß man ja auch nicht. Und jetzt kommt Wolfsburg. Oh, über Kaminski. Jetzt kann es auch schon zu Ende sein. 3-2. Ja, 2-0. Und aus. Das Spiel werden wir nicht gewinnen. Auch wenn jetzt noch 15 Minuten rum sind, aber das war klar. Wenn du dann eine 3-auf-2 Situation hast und die KI macht den immer rein. Also zu 90% gehen die immer rein, solche Dinger. Da kann auch hinten drin stehen, wer möchte. Da hätte ich auch nicht rausrücken dürfen. Kommt halt auch wieder dazu. Aber irgendjemand musste halt Kaminski aufhalten. Oder zumindest die Chance, dass er den Ball nicht rüberspielt. Und dann ist es halt Adli, der das 2-0 besorgt. Und somit auch die Entscheidung. Es sei denn, es passiert jetzt hier noch ein riesengroßes Wunder. Oder ein mittelgroßes Fußballwunder. Und wir schaffen das Ganze hier doch noch irgendwie. Schauen wir mal. Vielleicht jetzt ein schneller Anschluss über Barco. Ja, wer lässt sich fallen? Lässt sich halt auch keiner fallen. Es ist niemand vorne drin heute. Also das... Die Boxbesetzung, wie man ja so gerne sagt, die war heute echt nicht gut. Also weder jetzt mit Ragnar Ache, noch mit Glatzel. Der hat halt auch eine große Chance versiebt, muss man auch leider dazu sagen. So eine riesen Kopfballchance. Wenn der Ball reingeht, dann steht es 1-1. Dann geht das Spiel auch ganz anders aus oder in eine völlig andere Richtung. Aber gut, so ist das Spiel jetzt entschieden. Die Wolfsburger kriegen jetzt einen Freischuss nach dem anderen. Und dann müssen wir unsere Punkte nochmal woanders holen. Wenn wir uns hier oben festsetzen wollen. Und so weit sind wir jetzt auch, ehrlich gesagt, noch nicht. Also den 5. oder 6. Platz zu verteidigen, das ist wirklich eine Herkulesaufgabe. So, Platz 7, Platz 8, Platz 9, das ist wirklich ein gutes Ziel. Aber auf der anderen Seite, wenn ich halt schon mal da stehe, wo ich stehe, dann will ich halt auch ins internationale Geschäft. Achtung, Wolfsburg mit der nächsten Chance. Und jetzt wird's bitter. Jetzt wird's happig. 3-0. Und es ist Kaminski. Es geht so einfach. Klar, du kannst das nicht verteidigen. Auf der anderen Seite würde ich auf so einer Situation nie ein Tor machen. Never ever. Da würde der Schuss entweder geblockt werden oder der Verteidiger würde alles wegverteidigt bekommen. Ja, da ist nichts zu halten. Und es ist gar nicht Kaminski, es ist dieser Bourigeaud. Er sieht auf dem Papier deutlicher aus, als es dann ist. Also wir hatten gute Chancen, hier mindestens mal ein Tor zu schießen. Alleine nochmal der Elfmeter, dann der Kopfball von Glatzel, den er ganz armselig versiebt. Jetzt kommt nochmal hier Ragnar Ache, vielleicht. Ja, nächste Chance. Aber auch das hätte jetzt wirklich nicht viel gebracht. Und deswegen werden wir dieses Spiel verlieren. Ist so, das gehört mit dazu. Das war aber vorher klar, dass wir, wie gesagt, nicht jeden Gegner an die Wand spielen, dass wir auch mal so Spiele dabei haben. Wenn wir jetzt dafür im Pokal gegen Wolfsburg gewinnen, dann nehme ich die Niederlage gerne in Kauf. Ansonsten ist die Niederlage hier heute auch nichts wert. Oder beziehungsweise hat auch gar keinen Sinn gemacht. Gut, jetzt hoffe ich jetzt wirklich, dass es hier kein viertes gibt, weil das wäre echt ein bisschen zu hoch. Jetzt gibt es da nochmal einen Freischuss, ey. Nachspielzeit war längst vorbei. Pfeift doch einfach ab. Ich weiß gar nicht, was sie da immer so lange nachspielen lassen oder warum die jetzt noch einen Freischuss bekommen. Weil der jetzt wahrscheinlich auch noch reingeht. Nee.
Ja, also ein 3:0 unterm Strich. Wie gesagt, ich glaube, ein Tor zu hoch. Aber selber schuld. Wir hätten auch mindestens 1, 2 Tore machen können. Haben wir nicht gemacht. Und von daher steht es dann halt am Ende gegen Wolfsburg 0:3. Ja, sehr schade. Wir hatten mehr Schüsse, aber am Ende gewinnst du halt nicht immer, nur weil du die meisten Schüsse hast. Das ist so, das bleibt so. Das wird sich auch in 10 Jahren nicht ändern. Du gewinnst halt immer, wenn du ein Tor mehr hast als der Gegner. Jetzt gucken wir mal, ob wir... wir regeln das schon, ja, mit Maulida. Ob wir vielleicht hier ein gutes neues Nachwuchstalent haben. Miguel Castillo hätte einer sein können. Der hat eine 79er Potenzial. Das könnte einer sein. Ja, ein bisschen höherer. Das könnte auch einer sein. Alex Moyano. Oh, der ist aber erst 15. Den könnte ich mal verpflichten. Der könnte eventuell was sein, weil er halt noch 15 ist und nicht 16. Der hat auch ein hohes Potenzial, aber am Ende, glaube ich, ist auch den ich verpflichtet habe, nicht ganz so gut. Das würde ich aber nochmal gerne nachschauen. Wo haben wir denn hier unseren Jugendbereich? Na, bin so selten hier. Jugendstab, Scout-Bericht. Wo ist denn hier unsere Jugend? Ach, hier Jugendakademie. Der hat eine 56 mit 15. Da müssen wir mal abwarten. Wenn er mit 16 so eine 60 oder knapp über eine 60 hat, dann ist das auch ein gutes Talent, ein guter Spieler, den man auf jeden Fall da mit reinwerfen kann. So, in der Tabelle sind wir nach wie vor auf dem 6. Platz. Klar, die Eintracht kommt ran. Auf Wolfsburg durch den Sieg, der VfB Stuttgart. Also es wird noch ein richtiges Ringen um Platz 6, würde ich sagen. Platz 5 ist für uns, glaube ich, nicht erreichbar. Wir haben jetzt noch 10 Spiele. Gladbach ist oben mit Leverkusen, Dortmund und die Bayern sind auch nur 3 Punkte dahinter. Das wird also auch ein sehr, sehr spannendes Meisterschaftsrennen. Und ein Schalke, dann Union, Hannover, Bremen auch nur 1, 2 Punkte auseinander. Und vor allem Bochum. Die brauchen auch jeden Punkt. Und von daher wird auch das nächste Spiel sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, um mich hier in den letzten 10 Spielen bei der Hertha noch zu supporten. Und dann gucken wir am Ende, wofür es reicht. Macht's gut. Ciao, ciao.